Es ist Zeit fürs Viertelfinale, Zeit für Paris Saint-Germain mal wieder. Das ist so wie mit Wolfsburg in der Liga, die haben wir gefühlt pro Saison 3-4 Mal. Jetzt haben wir sie halt im Viertelfinale. In der Liga geht es immer noch um die Meisterschaft und hier geht es halt darum, ja, weiterzukommen ins Halbfinale. Vielleicht machen wir ja dieses Jahr den entscheidenden Schritt ins Finale. Letzte Saison sind wir ja, glaube ich weiß gar nicht mehr, gegen wen wir ausgeschieden sind, aber gegen irgendjemanden hat es dann doch am Ende nicht gereicht. War das sogar gegen Paris? Ich glaube, das war sogar gegen Paris. Naja, die auf jeden Fall auch wieder mit ihren besten Spielern. Natürlich Mbappé und Mendes jetzt hier, nur um mal 1, 2 Leute zu nennen. Aber wir haben auch gute Leute. Wir haben Boniface, wir haben Glover, der momentan richtig gut drauf ist. Wir haben unter anderem Fratesi, Donnarumma im Tor. Also viele, viele klasse Spieler hier gleichzeitig auf dem Platz. Von daher wird das, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes Spiel. Mit einem guten Ausgang für uns natürlich dann am Ende. Kostic, oh, die ist super, die Flanke. Und Robin Koch ist da am langen Pfosten und das war schon mal die zweite Chance. Wir legen gleich schon mal richtig gut los, so muss das sein. Und vielleicht gleich mal 1-0 in Führung gehen, Martin. Oh, und jetzt kommt PSG mit Merino. Unter anderem Nuno Mendes. Wenn die halt einmal ihr Spiel aufgezogen bekommen, dann ist vorbei quasi. Ugarte, genau, haben wir ja von Paris geholt. Also ein altbekanntes Gesicht. Vielleicht wird er ja seinen Ex-Kollegen heute mal eins auswischen. Xavi Simons, Mbappé. Kimmich, glaube ich, im Mittelfeld habe ich gerade gesehen. Ibrahima, Konaté. Also das ist Wahnsinn. Die Liste, die könntest du noch endlos weiterführen. Aber solange wir hier gut stehen, solange wir Mbappé irgendwie in den Griff bekommen, mal gucken. Oh, Mbappé, da ist er zum ersten Mal. Guardiola, super. Das ist auch mal ein 50-50-Ding. Wenn du da falsch den Zweikampf machst, dann ist es ein Foul. Aber ich habe die Hoffnung, dass genau PSG hier ins Pressing geht und wir dann durch solche schönen Spielzüge nach vorne kommen. Das ist ja herrlich hier. Und Mamouche mit der Chance. Muss eigentlich reingehen. Boniface in der Mitte. 1-0. Genau so war es geplant. Und wenn es dann auch natürlich so funktioniert, das ist sensationell. Weltklasse. Ja, und auch verdient. Also wir erwischen Paris zurzeit in einem, ja, nicht so guten Fahrwasser. Das müssen wir eigentlich nutzen. Durch die Beine von Marquinhos. Das kommt dann auch noch mit dazu. Und Boniface macht den vorbei an Donnarumma. Sehr schön. Und die Zeit oder die Phase, die müssen wir jetzt eigentlich ausnutzen. Wir müssen noch ein zweites machen, weil wir die dann erstmal ins Rollen kommen. Besonders dann im Rückspiel, was auch immer ziemlich schwer. Aber vielleicht sind wir halt dieses Jahr dran. Vielleicht ist es ja diese Saison schon so weit, dass wir reif fürs Champions League Finale sind. Weiß ich nicht, je nachdem, wie wir das hier machen. Und wir sind sehr wachsam, sehr schön. Und wieder der nächste Konter. Martin, Boniface wieder in der Mitte. Der kriegt jetzt die Flanke. Boniface, zu lang. Schade, das war richtig gut eigentlich. Eine aussichtsreiche Position. Ihr merkt schon, hier ist sehr viel drin. Sehr viel Freude, sehr viel Selbstbewusstsein. Wenn so gut läuft, momentan nach 23 Minuten. Aber Achtung, Paris kommt. Xavi Simons gegen 2. Oh, Robin Koch, Vorsicht. Und Guardiola. Das ist wichtig. Möglichst ohne Foul natürlich. Das Ganze hier zu bereinigen. Der Eckball war Gott sei Dank nichts. Und jetzt, nächste Chance. Martin. Oben läuft Mamouche. Den kriegt er super ins Spiel rein. Direkter Gegenschuss. Gut, Mamouche ist jetzt gegen 10 Leute alleine. Da kannst du nichts machen, aber er haut diesen, schönen Ball auf Boniface raus, den kriegt er, ja. Hält den Ball, wir haben Ballbesitz, wir werden jetzt Paris ein bisschen laufen lassen, unten ist ganz viel Platz. Guardiola wird jetzt gedoppelt, Simons kommt mit dazu und es gibt die nächste Ecke, es läuft sehr, sehr gut. Wir stehen hinten sicher, haben 1, 2 brenzlige Situationen gut überstanden. Und Glover, der winkt ja schon, hat er irgendwas vor? Ich mach mal den Torhüter zustellen, dann rennen sie nämlich alle in die Mitte. Und dann wäre eigentlich theoretisch Glover frei. Ja, schade, auch wenn das nichts bringt. Aber Imagine, der wäre reingegangen. Ich glaube, das hätte dann das Fallrückzieher-Tor von Gift Orban aus der letzten Saison überboten. Ja, so ein Ding. Das wäre sensationell. Ja, Mendes weiß nicht wohin, nach vorne, nach hinten, das bringt alles Zeit für uns. Martin kommt auch mit nach hinten. Sichert hier mit ab. Und dagegen kannst du dann halt nichts machen, gegen diese schnellen Bewegungen. Merino, Achtung, brauchen halt auch nicht viele Chancen, ne? Nochmal Merino, jetzt wird es glaube ich eng.
Jetzt wird es ganz haarig, aber wir stehen dazwischen. Ich will den natürlich auch hier hinten rausspielen. Achtung. Xavi Simons und wir sind dazwischen. Ugarte, sehr, sehr gut. Kein Foul. Vorteil sogar für uns. Und Boniface und Mamouche. Und ab geht's. Er hat die ganze linke Seite für sich. Aufs Tor muss er da gehen. Jawohl. Macht er alleine. Machen wir alleine. Oh, der Pass auf Ugarte. Beziehungsweise Fratesi wäre, glaube ich, der bessere gewesen. Schade, schade. Aber ich musste mich entscheiden irgendwann. Leider die falsche Entscheidung. Aber gut. Man kann ja nicht immer richtig liegen. Das wäre auch langweilig. Es wird aber nicht die letzte Chance gewesen sein, weil es ist wirklich eine sehr, sehr gute erste Halbzeit bislang. Wir sind in den Zweikämpfen drin. Wir lassen bislang hinten nicht so viel zu. Und ja, Mbappé haben wir bislang gut im Griff. Der ist abgemeldet. Merino mit der ersten Chance, mit dem ersten richtigen Schuss aufs Tor. Achtung, Flanke kommt. Jetzt müssen wir aufpassen. Fratesi bzw. Ugarte macht das mit all seiner Klasse, mit all seiner Routine. Und ist schon wieder vorne, baut den nächsten Angriff mit auf. Boniface ganz oben. Wenn er den da hinkriegt, Boniface. Oh, aber nicht so, Junge. Was war das denn für ein Fehler? Und jetzt Dembele, aufgepasst. Muss das alleine machen. Kostic kommt mit hinzu. Ja, und ist da im Zweikampf drin, oben nochmal. Vorsicht, Fratesi, sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch den Ball irgendwie hinten rauskriegen, unfallfrei. Ja, das wäre nochmal eine Chance gewesen. Oder lässt der Schiri? Der Schiri lässt sogar noch laufen. Weil er weiß, daraus fällt jetzt ein Tor natürlich. Glover. Flanke auf Boniface und das ist das 2:0. Schade. Weil normalerweise hätte er abgepfiffen in der Mitte. Oh, Verletzung, Verletzung. Joshua Kimmich liegt da. Wir sind schon 4 Minuten über der Zeit. Richtig geil. Obwohl nur 1 Minute angezeigt war. Aber das war halt auch vorsimuliert. Das war auch geskriptet, sonst wäre diese Verletzung nie zustande gekommen. Ja, da war eigentlich nichts Böses. Okay, er muss auf jeden Fall raus. Oder spielen die doch weiter? Ja, Verletzung, ist er noch drin oder nicht? Wir werden es ja gleich sehen. Auf jeden Fall kommt jetzt nochmal die Ecke. Und Boniface. Akanji mittlerweile 5 Minuten über der Nachspielzeit. Also 5 Minuten Nachspielzeit. Und jetzt ist die erste Halbzeit vorbei. Wow. Hier ist viel Tempo drin. Hier ist auch so viel mehr für uns möglich. Das 1:0 ist okay, aber wir müssen das zweite Ding machen. Auf jeden Fall. Schaut euch das mal an. 6:1 Schüsse. Selten, dass wir so eine gute Leistung hatten. Wer spielt denn jetzt alles für Kimmich? Jonathan Klaus. Rechtsverteidiger im Mittelfeld. Okay. Schauen wir mal dazu. Guimaraes habe ich auch noch nicht gesehen. Merino hatte mal eine Abschlusschance. Auf jeden Fall. Das ist ein Kader. Wen haben die noch auf der Bank? Barcola, Barrow, Asensio, Kimpembe. Also die haben auf jeder Position noch Qualität nachzulegen. Aber wir auch. Wir erwischen bislang die bessere erste Halbzeit. Ich hoffe, wir machen so weiter. Und holen uns halt auch fürs Rückspiel hier ein bisschen mehr Selbstvertrauen dann. Vielleicht durch ein 2:0 oder so. Weil so leicht wie heute war es noch nie gegen Paris zu gewinnen. Also die sind wirklich, wirklich sehr, sehr schwach. Und daher müssen wir das im besten Fall noch 1-2 Mal ausnutzen. Da ist PSG über Jonathan Klaus, aber Philipp Kostic, genau wie auf der anderen Seite. Guardiola, die machen heute einen super Job. Super Außenverteidiger, sind auch noch schnell nach vorne. Natürlich haben jetzt den Platz. Guardiola und ein Glover. Oh nee, da wollte ich nicht hin. Das war zu weit nach unten. Aber Mamouche ist wieder da. Komm, setzt sich da leider nicht durch gegen Cancelo. Aber Paris muss auch nach hinten rumspielen. Muss nach hinten und hinten rumspielen. So. Und jetzt aber vorne Mbappé. Ist Gott sei Dank noch nicht so gut drin in dem Spiel. Wahrscheinlich wird dann im Rückspiel sein Stern aufgehen oder wird er wahrscheinlich eine bessere Leistung zeigen. Aber auch das Spiel ist ja noch nicht vorbei. Ugarte dazwischen. Zweikampfstark für eh und je. Mbappé, aufgepasst. Jetzt vielleicht mal die Chance. Oh, da ist der Ball für Xavi Simons und Kalisic ist da. Und genau für so Spiele brauchst du so einen Keeper, der dann auch mal die Bälle hält, der die nicht einfach reinlässt. Das war richtig gut gemacht. Oh, schade, Guardiola. Jetzt fehlt da hinten. Achtung. Jetzt wird es ein bisschen wilder, ein bisschen offener. Merino. Oh, das müsste Abseits sein. Kein Abseits. Und wieder Kalisic. Jetzt häufen sich die Chancen. PSG ist besser drin. Oh, das war zu schnell. Großer Fehler, der bestraft wird eventuell. Oh, es gibt einen Freistoß aus sehr, sehr gefährlicher Position. Oha.
Genau vor der 16er-Linie. Das ist eigentlich wie für Mbappé gemacht. Das wäre jetzt wieder so typisch. Du hast den nicht gesehen bislang. Dem ist nichts gelungen. Und dann macht er ausgerechnet durch so einen Freistoß dann vielleicht den Ausgleich, oder? Was machen sie? Mbappé wird sich den Ball nehmen. Mbappé! An die Latte. Glück gehabt. Und auf unserer Seite jetzt Glover. Allein gegen alle. Ja, das wird er nicht schaffen. Das wird er nicht schaffen. Also wir haben auch ein bisschen Glück natürlich. Brauchst du auch gegen PSG. Ich meine, das hätte auch der Ausgleich sein. Ja, müssen, weiß ich nicht. War auf jeden Fall gut geschossen. Aber wir sind auch wieder vorne. Über Mamouche. Fratesi kommt auch immer wieder gern mit nach vorne. Boniface in der Mitte. Legt er nochmal ab. Er legt ab auf Glover. Bisschen zu umständlich. Vielleicht wäre da der Abschluss auch die bessere Variante gewesen. Schade, schade. Akanji, so einen Verteidiger brauchst du da natürlich auch in dem Spiel, der auch viele Zweikämpfe gewinnt. Im Prinzip jeden Zweikampf. Und jetzt die nächste Chance über Glover. Jetzt hat er ein bisschen mehr Zeit. Und Donnarumma. Martin setzt nach. Es geht genauso weiter in Halbzeit 2. Ich finde das cool. Aber wir müssen natürlich jetzt auch ein bisschen wechseln. Wir müssen auch für die Liga wieder fit sein. Brauchen da auch fitte und frische Kräfte. Von daher ist das immer so ein schmaler Grat hier. Wen bringst du rein? Wen lässt du spielen? Wen lässt du auch nicht spielen? Und wie wird das Spiel noch ausgehen? Weil wenn es hier beim 1:0 bleibt, das würde gar nicht zu meinem Stil passen. Also ich schieße ja sonst immer viel Tore. Ich bekomme auch immer viele Tore. Also es ist eigentlich immer Spektakel mit dabei. Ganz selten mal so ein Spiel, wo wenig Tore fallen. Von daher bin ich da gerade ein bisschen selber überrascht. So, nächste Chance. Boniface. Mamouche wird geschickt. Ja, ich hoffe richtig. Richtiger Moment. Kein Abseits. Martin in der Mitte oder Glover hinten. Nein, ist er gar nicht. Haraldsson. Glover ist ja ausgewechselt. Aber der hat genau dieselbe Frisur. Oh, aufreizender Jubel Richtung PSG. Die erste Aktion von Haraldsson. Wahnsinn. Und was für ein schönes Tor. Was für eine extravagante Direktabnahme. Hier Mamouche springt den Ball perfekt auf den Elfmeterpunkt. Und dann ist das ein sensationeller Abschluss. Nichts zu halten für Donnarumma. Aber seht ihr, so tief drin bin ich in dem Spiel, dass ich gar nicht mitbekomme, dass ich Haraldsson ausgewechselt habe. Beziehungsweise Glover ausgewechselt habe und Haraldsson ist jetzt drinne. So rum. So wird ein Schuh draus. Mein Gott. Und genau das haben wir gebraucht. Zum richtigen Zeitpunkt. PSG wurde jetzt ein bisschen stärker. Sind natürlich immer noch nicht raus. Aber das 2:0 ist jetzt erstmal ein gutes Ergebnis für uns. Und vielleicht wird es ja noch mehr. Guimaraes, der kann da noch so viele Ballrollen machen. Fratesi, ja, ist wachsam. Boniface. Nächste Chance. Mamouche auf Martin. Schön weitergeleitet. Das geht jetzt sehr flüssig. Unten Meier gegen Simons. Der ist halt auch nicht langsam. Der kann hoffentlich auch gut flanken. Super Flanke. Martin. Aufgepasst. PSG kommt vorne über Jonathan Klaus. Und wir stehen wieder hinten. Xavi Simons, der mal auf die rechte Seite, glaube ich, jetzt gewechselt ist. Dem jetzt auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr so viel gelingt. Das ist, wie gesagt, immer ein gutes Zeichen, dass unsere Verteidigung steht. Sehr gut steht sogar. Und Boniface. Ganz, ganz große Klasse. Und Haraldsson. Okay, gegen Marquinhos ist das ein bisschen sehr optimistisch, das zu schaffen. Aber wir haben noch 4 Minuten. Oh, und Klaus jetzt mit der Chance. Amenda kommt nicht mehr hinterher, aber Kadesici hat Glück, dass das auch Klaus war, nicht Mbappé. Weil Mbappé hätte da, glaube ich, ein bisschen mehr draus gemacht. So, Donnarumma ist mit vorne. Achtung, Achtung. Donnarumma wird ja jetzt nicht wohl treffen. Larsson ist da. So, und das Gehäuse ist frei, das ist leer. Donnarumma kommt nicht hinterher. Fratesi, ist er schneller als Mendes? Fratesi, da laufen wir jetzt alleine aufs Tor zu. Jetzt müssen wir schießen. Fratesi! 3:0. Und das dritte Tor, das war noch viel wichtiger als das zweite Tor. Ja, unverständlich, warum Donnarumma da mit nach vorne geht. Dann hätte ich auch den Gacinovic machen können. Aber das war mir so ein bisschen riskant, weil Fratesi ist nicht der Schnellste. Aber schnell genug, um den Ball dann auch ins leere Tor zu schieben. Und die Ausgangslage, ne, die hätte ich vor dem Spiel natürlich unterschrieben. Dass es jetzt so auf die Art und Weise passiert, das ist natürlich auch ziemlich cool.
Also klar, wir hatten auch Glück mit dem Freistoß, aber jetzt in letzter Minute hier, wo Donnarumma mit nach vorne gekommen ist, dann reinzulaufen fast, das ist auch sensationell. Aber aufgepasst, Paris kommt nochmal, Mbappé. Nochmal ein Eckball, Donnarumma wird wieder mit nach vorne kommen. Ah, diesmal nicht. Steht ja auch 3-0 und nicht 2-0, dann wäre er, glaube ich, mit nach vorne gekommen. Achtung, nochmal einen Ball klären. Das zu 0 halten, das wäre jetzt ganz, ganz wichtig. Gerade auch fürs Rückspiel. Achtung, nochmal eine Chance. Paris kommt, aber auch da stehen wir dazwischen. Ein richtig, richtig klasse Spiel. Eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel. 3-0. Gewinnen wir zu Hause gegen ein Paris, was heute definitiv nicht die beste Leistung gezeigt hat. Vielleicht haben sie sich die fürs Rückspiel aufgehoben. Ich hoffe nicht. Wir holen uns Selbstvertrauen für die Liga. Und schauen, dass wir jetzt da auch irgendwann ganz nach oben hinkommen an die Tabellenspitze. Wir schauen auch gleich nochmal auf die anderen Viertelfinalbegegnungen, aber genauso spannend bleibt natürlich die Liga. Klar, die Bayern, 4 Punkte Vorsprung, müssen irgendwo nochmal verlieren. Beziehungsweise noch 2 Spiele verlieren, das wird halt richtig, richtig schwer. Aber es ist nicht unmöglich. Gegen Gladbach werde ich auf jeden Fall die Formation jetzt mal ein bisschen verändern. Beziehungsweise die Aufstellung, da würde ich wahrscheinlich eine neue Innenverteidigung, vielleicht bringe ich auch Meier rein für links. Haraldsson vorne könnte ich vielleicht auch wieder Zirkzee immer spielen lassen. Also im Prinzip so eine komplette Rotation. Einmal gegen wen haben wir denn vorher unentschieden gespielt? Warum haben wir den? Ach, wir haben verloren gegen Dortmund, genau. Deswegen die 3 Punkte. Da haben wir ziemlich schlecht gespielt zu Hause. Ich erinnere mich, leider dunkel. Aber es hat noch nichts verloren. Die Bayern, die können immer noch mal irgendwo Punkte liegen lassen. Gegen Leipzig jetzt zum Beispiel. Ich bin ja sonst nicht der große Leipzig-Sympathisant. Aber in dem Fall hoffe ich, dass die Leipziger mal gewinnen. Unten ist SC Paderborn, Hertha. Ich glaube, Paderborn ist schon so gut wie abgestiegen, aber dann Hertha, Hannover, Bochum, Köln, Augsburg, das wird noch richtig, richtig heiß in den letzten Spielen. Also, seid mit dabei. Gegen Gladbach geht es um wichtige 3 Punkte für die Tabellenspitze. Und mit so einem 3-0 gegen PSG, da kann man, glaube ich, ganz selbstbewusst reingehen. Macht's gut. Ciao, ciao.